Ein weiterer herausfordernder Tag. Als Thomas die Türen der Intensivstation öffnete, konnte er bereits erahnen, dass der Tag nicht einfach werden würde. Ein neuer Patient war in der Nacht eingeliefert worden, schwer krank und mit einer unklaren Diagnose. Das ganze Team war bereits in heller Aufregung. Nach der Übergabe der Nachtschicht begann Thomas mit der Vorbereitung für die Runde. Er schaute in die Patientenakten, prüfte die Medikamentenpläne und stellte sicher, dass alle Geräte ordnungsgemäß funktionierten. Während der Visite führte Thomas gemeinsam mit den Ärzten und dem restlichen Pflegepersonal eine gründliche Untersuchung des neuen Patienten durch. Mehrere Tests und Scans wurden angeordnet. Der Morgen war auch geprägt von der Ausbildung junger Pflegekräfte. Als erfahrener Krankenpfleger fühlte Thomas sich dafür verantwortlich, sein Wissen weiterzugeben. Er erklärte, wie bestimmte Geräte benutzt werden und wie sie bei der Versorgung von kritisch kranken Patienten vorgehen sollten. Es war anstrengend, aber auch erfüllend. Dann der nächste Notfall: ein Patient hatte plötzlich einen Herzstillstand. Thomas war der Erste am Ort und begann sofort mit der Reanimation, unterstützt von den Ärzten und anderen Pflegekräften. Nach 10 sehr langen Minuten gelang es, das Herz des Patienten wieder zum Schlagen zu bringen. Für Thomas waren diese Momente eine extreme Herausforderung, aber auch der Grund, warum er seinen Beruf liebte. Zwischen all den Notfällen und der Routineversorgung fand er kurz Zeit, sich einen Kaffee zu gönnen. In diesen kurzen Pausen sammelte er die Kraft für die weiteren Herausforderungen des Tages. Der Nachmittag stand bevor und er wusste, dass noch mehr auf ihn zukommen würde. Der Nachmittag begann mit der Ankunft eines weiteren Notfallpatienten. Thomas nahm den jungen Mann in Empfang, der nach einem schweren Autounfall eingeliefert wurde. Schnell wurden Röntgenaufnahmen gemacht und erste Maßnahmen eingeleitet. Währenddessen koordinierte Thomas die Verteilung der Aufgaben unter den Pflegekräften und überwachte die Medikamentenverabreichung. Plötzlich klingelte sein Telefon. Es war der Arzt aus der Notaufnahme. Ein weiterer Patient, diesmal mit akutem Atemversagen, wurde auf die Intensivstation verlegt. Thomas instruierte sein Team, alles für die Aufnahme vorzubereiten und machte sich dann auf den Weg zur Notaufnahme, um den Patienten selbst zu begleiten. Nach der stabilisierenden Erstversorgung des neuen Patienten fand Thomas endlich einen Moment, um durchzuatmen. Er setzte sich kurz in den Pausenraum und dachte an die vielen komplexen Fälle, die er heute bereits bewältigt hatte. Es waren Momente wie diese, die ihm immer wieder zeigten, wie wichtig seine Arbeit war. Doch die Ruhe währte nicht lange. Ein Alarm ertönte und Thomas sprang auf. Ein Patient zeigte Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion. Zusammen mit dem Arzt und dem Pflegeteam wurde die Situation schnell unter Kontrolle gebracht. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Thomas bereitete die Übergabe für die Nachtschicht vor. Er aktualisierte die Patientenakten und stellte sicher, dass alle wichtigen Informationen klar und verständlich waren. Nach einem letzten Rundgang durch die Station verließ er das Krankenhaus. Erschöpft, aber erfüllt fuhr Thomas nach Hause. Trotz der körperlichen und emotionalen Belastung fühlte er eine tiefe Zufriedenheit. Er wusste, dass er sein Bestes gegeben hatte und dass er Menschenleben positiv beeinflusst hatte. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf bereitete er sich mental auf den nächsten anstrengenden Tag vor.